Grüß Gott, herzlich willkommen zu Liechtenstein Live, endlich wieder aus dem Studio. Unsere Umbauarbeiten gehen schnell voran und das Studio ist wieder nutzbar und unser erster Gast hier im Jahr 2020 im Studio ist Ömer Güven von der Universität. Er ist Studiengangsleiter für Blockchain und Fintech. Spannendes Thema, natürlich wird es auch um andere Themen gehen, denn er hat einen sehr interessanten, spannenden Lebenslauf, war in Hamburg, ist Deutscher wahrscheinlich, ist dann nach Vietnam. Fangen wir mal an mit dieser Hamburger Zeit. Ja. Ist da so der Geschmack auf Blockchain, Fintech gekommen oder war vorher noch eine andere Zeit, wo es noch ein bisschen so herkömmliche Bankgeschäfte gab? Eigentlich überhaupt nicht. Ich bin in Hannover aufgewachsen und dann für meine Ausbildung und für mein Studium nach Hamburg gegangen und habe dort bei der Privatbank Warburg angefangen. Und eine Privatbank, klassisch über 200 Jahre alt, die ganzen Backoffice-Prozesse auch noch in-house. Und das heißt also sowohl innovative Finanzinstrumente als auch die Blockchain und sonstige Finanztechnologien waren fernab von meinem Bereich und auch von der Bank. Und auch noch kein Kontakt zur Bank Frick, wo ja dann diese Liechtenstein-Geschichte entstanden ist. Wann war das dann, wo die Bank Frick zum ersten Mal aufgetaucht ist? Und dann vielleicht Ihr Wunsch auch schon oder der Gedanke, mal nach Liechtenstein zu gehen? Das war dann tatsächlich 8 Jahre später. Ja? Das war im Jahr 2017, als es dann wirklich losging mit Blockchain, mit den Kryptowährungen, wo dann auch viel tatsächlich in der Presse kam, war ich als Senior Advisor für ein Blockchain-Projekt mit engagiert und dort hat die Bank Frick eine Geschäftsbeziehung gehabt mit diesem Projekt und weil ich das Projekt mitgeleitet habe, kam dann der Kontakt zur Bank Frick. So wie war es für Sie? Sie sind aus Hannover, der Stadt, wo man sagt, okay, da kommt das schönste Hochdeutsch her. Wie ist es mit dem Verständnis vom Liechtensteinisch? Ja, also das ist schon schwierig. Also selbst wenn ich manchmal bitte Hochdeutsch dann zu sprechen, passiert schon, dass ich vieles nicht verstehe. Wobei Liechtenstein geht noch, also in der Ostschweiz ist es noch schwieriger, habe ich das Gefühl. Ja. Und natürlich Triesenberg ist ein bisschen Herausforderung. Ja. Ja. War also Deutsch. Ja, gehen wir mal auf Ihre Laufbahn. Unheimlich spektakulär ist dieser Vietnam-Aufenthalt. Wie lang war das und was haben Sie dort mitgenommen? Ich war insgesamt 2 Jahre in Asien, also nach meiner Zeit. Ich war 7 Jahre im Investmentbanking und wollte dann einmal ein Sabbatical nehmen, bin dann zuerst nach Thailand und dann war ich fast 1 Jahr mit dem Motorrad unterwegs. Und was ich dort gelernt habe, ist, dass man Arbeit von überall erledigen kann. Denn dann kamen alte oder ehemalige Kunden auf mich zu, haben gesagt, hier Ömer, kannst du vielleicht das und das Projekt noch parallel machen? Und auf einmal habe ich festgestellt, dass durch die heutigen Möglichkeiten, durch Cloud, durch Skype oder Slack oder die Kollaborationstools, die Software heutzutage bietet und natürlich auch die schnellere Internetverbindung ermöglicht, von überall zu arbeiten. Und so kam es dann, dass ich den Gründer von Lazada kennengelernt habe. Christopher Besin ist ein Schwede und er hat damals als Co-Founder Lazada gegründet, quasi die Amazon von Asien, und hat die Firma oder die Gruppe wurde dann für 3 Milliarden an die Alibaba Group verkauft. Und weil er sich sehr gut in dem südostasiatischen Bereich auskannte, gerade insbesondere mit Internetmodellen, hat er dann einen sogenannten Venture Builder gegründet. Das heißt, wirklich Startups von null auf aufzubauen. Vietnam hat einen sehr, sehr starken IT-Sektor und auch insbesondere IT-Engineers. Das ist das, was viele nicht wissen. Ne? 90 Millionen Einwohner, Richtig. Sehr großes Land. Richtig. Man denkt, ja, Dschungel haben die natürlich auch, ne? Wie man es aus den Vietnam-Filmen kennt, aber sehr, sehr modern aufgestellt. Warum das Ganze? Und sehr viele junge Menschen sind dort. Ja, sehr, sehr, sehr modern, insbesondere Ho Chi Minh oder ehemals Saigon. Und die Internetaffinität ist sehr hoch, also über 95% Internetpenetrationsrate. Und das bedeutet, und auch die Infrastruktur, was die Bankeninfrastruktur angeht oder grundsätzlich die Internetinfrastruktur ist sehr, sehr jung. Das heißt, dass Prozesse und auch die Digitalisierungsschritte deutlich einfacher zu implementieren
sind. Und nun hat man das gekoppelt mit einer sehr, sehr jungen Population, die auch bereit ist und offen ist für soziale Medien und auch für Digitales, ist eine einmalige Chance, dort Internet-Startups aufzubauen. Was wir gemacht haben ist, wir waren quasi oder wurden also die Rocket Internet von Asien genannt. Wir haben uns Geschäftsmodelle angeschaut, die in den USA funktionieren, die in Europa funktionieren und auch die in China funktionieren. Und beispielsweise das Klarna-Modell. Das Klarna-Modell, wenn Sie beispielsweise im Internet in einem E-Commerce-Shop Klamotten bestellen, dann haben Sie als Payment-Option, dass Sie 2 Wochen später bezahlen. Das ist also ein ungesicherter Kredit, den ich dem Konsumenten ermögliche. Und diese Idee, also Klarna ist jetzt 10 Milliarden wert, diese Idee auf Daten, also auf Advanced Analytics Daten zurückzuführen. Das heißt, ich nehme Daten von dem Konsumenten über Facebook, ich schaue mir an, wo er wohnt, was er beruflich macht und wenn er die Kriterien erfüllt, dann poppt so ein Logo auf und ich habe die Möglichkeit tatsächlich, ohne dass der Kunde das wirklich merkt, weil derjenige, der nicht dafür geeignet wäre, würde das ja gar nicht sehen, hat dann tatsächlich diese Option, die Sachen zu bestellen. So eine Art Schufa durch die Hintertür. Richtig, genau. Und das ist halt das Interessante. Schufa ist ein sehr, sehr wichtiges Stichwort, denn diese ganzen traditionellen Credit-Scoring-Modelle und Systeme, die sind eigentlich, ich will jetzt nicht sagen schädlich für Advanced Analytics Solutions, aber das Modell, wenn jemand durch die Schufa fällt, ich kann das Modell nicht verbessern über dieses Credit-Scoring-Modell, weil ich jetzt nicht weiß, ob derjenige, der eigentlich den Kredit tatsächlich, also nicht bekommen hat, vielleicht doch tatsächlich zurückgezahlt hätte. Ja? Und deswegen habe ich automatisch diesen Error in dem Modell drin. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Modell von vorne oder komplett von Null entwickelt. Und natürlich geht man das Risiko ein, dass von Zahlungsausfällen, aber am Ende ist es dann doch so profitabel, ja, dass dass der Kunde am Ende, wenn er das erstmal ausprobieren kann, wie in einem Offline-Shop, dann eine höhere Order aufgibt in dem Online-Shop, weil er ganz genau weiß, er kann die Sachen zurückschicken. Und das ist jetzt ein Modell, was wir aufgesetzt haben. Also insgesamt haben wir 9 Geschäftsmodelle aufgebaut und 2 Unternehmen erworben. Und ich war dort als Investmentdirektor tätig, habe die Division geleitet und es war sehr, sehr spannend, weil wir Talente aus Europa nach Vietnam geholt haben. Das sind dann ehemalige Investmentbanker, Consultants, McKinseys, BCGs, die dann tatsächlich gesagt haben, okay, Emerging Markets, darauf haben wir Lust und dann wurden die als Co-Founder eingesetzt für diese Geschäftsmodelle und das war ein sehr, sehr interessantes Erlebnis. Ja. Und sicher auch für die Studenten jetzt interessante Geschichten. Darf man die erzählen im Studiengang? Das war in der Schule immer so, dass man eigentlich froh war, wenn der Lehrer mal so privat erzählt hat oder über den Sport. Wir waren alle Fußballer damals und dann, wenn wir hatten einen Lehrer im Rechnungswesen, der war dann auch noch Fußballtrainer in einem Verein und eigentlich wollte man den dann immer dazu verlocken, dass er über Fußball redet, weil dieses langweilige... Ja, tatsächlich kann ich Stunden darüber sprechen, weil mich das Thema sehr, sehr interessiert. Also grundsätzlich Venture Building, Startups, Entrepreneurship und was ich sehr, sehr positiv an der Universität Liechtenstein finde, ist wirklich eine sehr, sehr gute Verzahnung haben und auch Kommunikation oder einen direkten Draht zu den Studenten. Das heißt, dass jeder Student, der sich auch selbstständig weiterentwickeln möchte, auch gefördert wird und ganz genau weiß, wen er ansprechen kann. Und deshalb habe ich ganz, ganz viele Diskussionen um verschiedene Geschäftsmodelle und das macht einfach nur Spaß. Ja. Ein riesen Anteil wird das natürlich auch sein, das neue sogenannte Blockchain-Gesetz hier in Liechtenstein. Wie wird das im Ausland gesehen?
Das wird tatsächlich als Vorbild als Vorbildgesetz gesehen. Ich meine, Liechtenstein hat schon angefangen, damals, als es um das Wertpapierprospekt ging, dort als erste mit diese Grenze auf 5 Millionen anzuheben, die vorher europaweit auf einer Million war. Und dann kam Deutschland beispielsweise, ist dann relativ schnell im letzten Jahr, im Juli, nachgezogen. Und insbesondere jetzt das Blockchain-Gesetz, insbesondere was die Tokenisierung von Vermögensgegenständen angeht, ist einmalig. Und jetzt ist die Frage, wie die anderen Nationen sich anpassen werden. Ja. Was immer sehr interessant ist am Jahresbeginn, man versucht immer Prognosen aufzustellen. Wie wird die Wirtschaft? Also wir hatten jetzt vor kurzem erst das Gespräch mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer, wo die ganzen Gewerbebetriebe vereint sind und natürlich hoffen, dass es positiv weitergeht. Wir haben diesen Handelsstreit zwischen USA und China, wir haben den Brexit und so weiter. Welche Rolle spielt das im Studiengang und auch fürs Land, dass man hier in Liechtenstein, das sehr, sehr kleine Land, eine Prognose vielleicht aufstellen könnte? Also für den Studiengang ist es insofern wichtig, dass Bildung und lebenslanges Lernen eine entscheidende Rolle spielt. Zum einen haben wir junge, talentierte Studenten, die frisch von der Uni kommen. Auf der anderen Seite, und den Studiengang, den wir anbieten, ist ja ein Executive-Studiengang, ist es umso wichtiger, dass schon Mitarbeiter in Führungspositionen verstehen, was die Digitalisierung mit sich bringt und welche Chancen die Blockchain mit sich bringt. Ich meine, insbesondere Führungspositionen tragen eine besondere Verantwortung zu verstehen, was eigentlich passiert. Und sonst gehen sie die Gefahr ein, dass eine Branche sich verändert und am Ende dann doch die Arbeitnehmer darunter leiden und natürlich vielleicht die Branche oder das Unternehmen. Und deshalb ist es so, dass insbesondere in dem Fintech und auch in dem Blockchain-Bereich, das, was derzeit vielleicht noch eine Nische ist, einen immer höheren Marktanteil ausmachen wird und auch wenn die gesamte Ökonomie schrumpfen mag oder stabil bleibt, jetzt für Europa gesprochen, dann wird diese Nische ganz klar die outperformen und ist sehr resistent. Was haben Sie für einen Eindruck, was die Bevölkerung für ein Bild hat von Kryptowährungen, von Blockchain und so weiter? Ich habe das Gefühl, da ist immer noch so eine Art Distanz da, verstehe ich nicht genau, was ist das, bringt mir das Schaden, bringt mir das vielleicht Vorteile, ist das noch so? Also ich sehe das ganz pragmatisch. Also ich muss nicht das Internet verstehen, um das Internet zu nutzen. Und eigentlich sollte jedes Unternehmen, das tatsächlich die Blockchain nutzt, gar nicht groß das gar nicht so in den Vordergrund stellen, welche Technologie sie verwendet. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler, den sehr, sehr viele Startups machen, also insbesondere in diesem Blockchain-Bereich. Am Ende interessiert es mich gar nicht als User wirklich, welche Technologie verwendet wird. Ich vertraue der Technologie oder ich vertraue dem Unternehmen, das dahinter steckt. Ob es jetzt dezentralisiert ist oder am Ende letztendlich über ein Council eine Abstimmung gibt, solange meine Wünsche in dem Sinne befriedigt werden und letztendlich das Programm das macht, was ich möchte, in halbwegs sicherer Form, ist das für mich der entscheidende Punkt. Und deshalb wenn eine Massenadaption der Technologie stattfinden soll, dann finde ich es besonders wichtig, dass eine Applikation letztendlich geschaffen wird, die tatsächlich diese Vorteile bringt. Das heißt Kostenreduktion, das heißt Differenzierung, das heißt bessere Usability für den User. Und das ist der große Unterschied zwischen Blockchain und Fintech. Wenn man sich diesen Aspekt anschaut, dann ein Konto zu öffnen beim Broker ist sehr, sehr kompliziert. Ja? Also diese ganzen Prozesse, die damit einhergehen,
Das ist sehr, sehr kompliziert. Bei den Neobanken, dann habe ich das in 10 Minuten. Und ich weiß, es ist spielerisch. Als App habe ich das auf meinem Handy. Ich kann weltweite Transaktionen vornehmen. Und am Ende haben sich also die bekannten Fintechs wie N26 oder auch Revolut darauf konzentriert, wie die Usability ist, also möglichst einfach die Technologie darzustellen, sodass man gar nicht auf die Idee kommen mag, zu fragen, wie machen die das eigentlich. Ja? Und das Risiko ist überschaubar? Also das Risiko, die haben ja eine Vollbankenlizenz und auch die N26 ist von der BaFin reguliert. Und das ist jetzt ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Die N26 hat ja Probleme gehabt mit der BaFin, dass sie mit den Regulationen nicht vorankamen, auch Revolut mit dem Anti-Money Laundering, dass das halt nicht wirklich geprüft wurde. Aber am Ende wurden diese Prozesse dann integriert. Und es ist so, dass, und das ist, glaube ich, auch, also das ist wirklich diese Macht, das kann auch gefährlich sein, wenn solche Startups so viel Geld im Hintergrund haben von den Venture Capitalists, dann habe ich auf jeden Euro oder Franken Umsatz, den ich generiere, ein Multiplikator, das heißt, der Unternehmenswert steigert sich erheblich. Das heißt, selbst wenn ich Regularien missachte, ökonomisch gesehen für den Investor und auch für den Venture Capital Investor und auch für den Founder, ist das Risiko, ist es ein kalkuliertes Risiko, das man eingehen kann. Aber die Finanzregularien sind halt stark genug und irgendwann schieben die halt einen Riegel davor und das halt passiert bei Revolut und N26 und deswegen haben die jetzt sehr, sehr viele Compliance-Officer angeheuert, ja. Um das in den Griff zu bekommen. Ja. Ich sage vielen Dank für den Besuch. Also lohnt sich da an die Universität zu gehen, ne, mal reinzuhören. Darf man das eigentlich so Gasthörer, gibt es sowas, wenn man mal sagt, ich interessiere mich für sowas? Das können Sie gerne machen, ja. Im Executive-Studiengang wird es ein bisschen schwierig, aber für alle Interessenten, die an den generellen Master- oder MBA-Studiengängen Interesse haben, stelle ich gerne den Kontakt her. Ja. Ich bin sicher, je mehr man weiß über das Thema, desto sicherer wird man und verliert die Scheu vor diesem Thema. Ne? Vielen Dank für den Besuch. Ömer Güven von der Universität Liechtenstein. Vielen Dank fürs Zuschauen daheim und viel Spaß mit dem weiteren Programm von 1FL TV.